7:30 Uhr in der Früh. Ja, kann man gut Zeit lassen. Das Schöne ist, bei Nebel zu fahren, wenn ein richtiges Nebelloch drin ist und man sieht den Gegenverkehr auf einmal sehr spät, ist das dann nicht mehr so lustig. So, wir haben 9:50 Uhr. Oh, Nebel hat sich nicht was aufgelöst, aber wird schon gehen. Ja, da ist eine ewig lange Schleife. Ja, ein bisschen warten. So lange gerade Stücke sind hier echt relativ selten. Da kommt das erste Schiff des Tages. Wie es ja auch schon, hast du ja die Burg direkt in der Stadt drin. Was ist denn das da? Sieht in der Burg aus. Ja, auf jeden Fall schaue ich, dass ich irgendwann an Land komme und schaue mir das da oben an. Sieht aus wie für mich gemacht. Gar nicht so einfach. Da hat er noch irgendwas. Schauen wir mal. Also die zweite Reihe von der Ortschaft. Und das ist jetzt die erste Reihe von der Ortschaft. Schau mal, wo die Treppe hier hinführt.
Auf jeden Fall komme ich von hier oben auch zur Burg hin. Ich scheine mich jetzt der Burg zu nähern. Ein Brückweg interessant, da hat scheinbar den geraden Weg nach unten. Stufenlos. Um da reinzukommen, muss man wirklich genau rechtzeitig da sein. Ja, und ich werde jetzt beim Filmen gefilmt, weil hier ist Video überwacht. Dass keiner auf die Idee kommt, Gegenstände auf die Anwohner zu schmeißen. Ich habe gar nicht gesehen. Von hier aus sieht man mal die nächste Schleuse. Mist, wenn ich durchgefallen wäre, hätte ich mit denen durchgekonnt. Aber man kann natürlich jetzt nicht erkennen, ob die Bootsschleuse funktioniert. Genau das, was dazwischen. Standpunkt geändert. Ist zumindest ein blaues Schild da, schon immer gut. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, sehr, sehr hoch. Habe ich eine Idee, was das darstellen soll? Ein Spezialgeschoss, mit dem die Burg mal angegriffen worden ist? Gar nicht hier räumen und streuen. Eine super Rodelstrecke. Ja, und da würde eine steile Weg rauskommen. Bei dem Tor. So, hier wird scharf kontrolliert, wird auch ja einluckert und sich desinfiziert. Das ist ein richtig großes Ding. Eigentlich nur die Hälfte, dann andere geht es noch weiter.
So, Stadtbesichtigung abgeschlossen mit der Burg und auf geht's zur nächsten Schleuse. Die war schon in Sichtweite. Oh, da war wohl Wunschpartner des Gedankens. Da ist kein blaues Schild zu sehen. Die wird doch wieder gesperrt sein, die Bootsgasse. Die Bootschleuse. Immerhin ist die Schleuse hier nicht voller Holz vorne dran, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht geht sie ja. Und sie geht, die Schleuse. Damit habe ich gar nicht gerechnet, ich als Pessimist. Zwar langsam, kommt Druck auf, aber sie scheint zu laufen. Ah, jetzt ist sie aufgewacht, jetzt geht sie. Sie hat ein bisschen was gebraucht. Ich habe ein bisschen reklamiert. Jetzt läuft die Schleuse. Und es wird dann die Fischtreppe geflutet. Es dauert natürlich ein bisschen, weil unten ist es nie ganz dicht, weil auch die Fischtreppe natürlich funktionieren muss, wenn geflutet wird, wenn Wasser oben drin steht. Das heißt, das meiste Wasser, was oben reinkommt, bis unten gleich wieder raus, aber langsam aber sicher rührt sich was. So, und mit mir ist auf der Gegenseite so ein super langes Passagierschiff eingefahren. Da kann man sogar Minigolf drauf spielen. Das ist der Abgang. Muss ich links gut festhalten, weil rechts hat es kein Geländer. Ich frage mich nur, wie diese Fischtreppen funktionieren, weil die schauen schon ein bisschen arg wild aus. Das ist schon echt die Millimeterarbeit bei diesen Schiffen. Da ist unten mal 30 cm Platz, wenn es hochkommt. Okay, ich habe mich etwas verschätzt. Es sind 25 cm links und rechts. Ich habe nachgefragt. Ich werde eher fragen sollen, wo die Kaffeebar ist. Man konnte das Boot gezielt entern. Und das Schiff gegenüber wird höher und höher. So, das Schiff ist frei. Wir müssen rausfahren, leider. Und damit ist ein einziger Schattenplatz hier weg. Ich habe gehofft, wenn das Tor offen ist, dass dann hier mehr Wasser ankäme und es halt schneller geht. Aber so rein optisch sieht man, da ist kein Unterschied. So, ich habe richtig gesehen, es war ein blaues Schild da von oben. Das ist halt weggenommen worden. Weil jetzt hinter mir ist die Schleuse gesperrt und geht in Reparatur.
Wehe, du scheißt jetzt. So, das ist die gute Tat von heute. Ich habe sie gerettet. Das nächste Wehr ist in Sicht. Wie es so ausschaut, hat es da hinten dran auch eine Wehranlage. Sieht so aus. Irgendwas sehr Modernes vorne dran. Naja, schauen wir mal. Okay, da ist eindeutig ein blaues Schild dran. Das sieht sehr gut aus. Ganz da oben hast auch ein Burgturm. Aber ich glaube, das ist zu weit oben. Da läuft doch erstmal eine Stunde. Das scheint keine kombinierte Fischtreppe zu sein, weil die Toast da nebendran. Klingt mir schwer danach. Ja, das haben wir toll gemacht. Hier hast du eine feste Brücke. Wie kriege ich jetzt mein Seil dann da unten durch? Naja, vielleicht fällt mir was ein, wenn die Schleuse geschlossen ist. Aber momentan stehe ich vor einem Rätsel. So, ich habe Glück. Ich habe gerade einen Angestellten gesehen, der gerade zum Auto gegangen ist. Der hilft mir da jetzt. Da kann ich mich einfach durchfahren. Weil das hier ist echt. Vielleicht irgendwie ein Paddel binden, dann an der Seite aufnehmen irgendwie. Oder mit den langen Rettungsstangen irgendwas überlegen. Aber so ist natürlich besser. Burg. Direkt unterhalb hat so einen Steg, aber ich habe da eine schöne Rampe gesehen. Dann nehmen wir die. Oh, den Weg zur Klinenburg gefunden. Ich schätze bloß, da oben wird es kein Cappuccino geben. Die Schirme sind alle geschlossen. Aber ich komme überhaupt in die Burg rein. Oh, jetzt geht's los. Der Anstieg zur Klingenburg. Vielleicht habe ich ja Glück und oben steht noch ein Weg weiter zum anderen Turm. Wenn der nicht allzu weit ist, rennen wir noch schnell zum anderen hin. Aber schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Na, Christian Neuert und eigentlich kann ich mal das Pferd, das Geländer zu niedrig. Wenn einer drüber beugt, weil ich übergeben muss, dann fällt er übers Geländer. Hat er keine Chance. Und für meine Bildung tue ich auch noch was. Kastanienlehrpfad. Ich kann nur sagen, ich habe mich erkundigt. Das heißt, bloß die Gaststätte ist geschlossen. Der Aussichtsturm müsste eigentlich offen sein. Hat mir die Frau gemeint. Soll sich nicht bewahrheiten dann. Naja. Sag ich besser nicht. Okay, diese Tür ist nur für Spende da. Mal nachher vielleicht. Ich bin nur gespannt, ob wirklich offen ist. Hurra! Ich bin rechtzeitig da. Und auch noch vor 17 Uhr. Schauen wir mal. Werde ich oben eingesperrt. Wir haben 16:38 Uhr.
Hier geht eine Wendeltreppe rauf. Ach, gut, dass ich raufgehe, saust schon wieder Weltmeister. Da hat jede Minute gezählt. Das ist eine Empore, knapp oberhalb von der Plattform. Aber wenn wir schon da sind, nehmen wir natürlich mit. Okay, man hätte für Leute mit etwas größeren Körperindex, die bleiben hier stecken. So, nach ganz da oben geht eine echt abenteuerliche Treppe rauf. Und da, ungesicherte Burgruine. Da wird noch gut gesichert. Hat mir echt gut gefallen. Schöne Ruine, sicher gemacht, aber nicht total übertrieben. Man hat noch wirklich das Gefühl, man läuft durch eine Ruine und nicht nur durch einen Freizeitpark. Erkundigen muss, ob man hier eigentlich offiziell hin kann oder es nur der Ausführung geschuldigt war, dass ich da hier hingekommen bin überhaupt. Könnte nicht gut sein, dass dieses eiserne Tor normalerweise zu ist. Dann hätte ich ja richtig Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Normalerweise ohne Aufführung ist da kein Durchkommen. So, wieder zurück beim Kajak. Noch alles da, wie es so ausschaut. So, mit diesen vielen Besichtigungen konnte man wirklich gar nichts mehr.
Aber es wird nochmal richtig Gas gegeben. So, jetzt haben wir 17:40 Uhr. Die Zeit vergeht. Also für Bootbesichtigung kommt jetzt wirklich nichts mehr. Aber jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Jetzt geht es im Wettbewerb. Was geht zuerst kaputt? Die Paddelstange, das Paddel, das Boot oder ich. Schauen wir mal, wer gewinnt. Ich hatte echt eine Besonderheit. Nee, ich meine eigentlich nicht hier die Steinwilder, nein. Eine Kiesbank! Die habe ich, glaube ich, seit Bamberg nicht mehr gesehen. Eine Kiesbank am Main. Das ist ja sensationell. Sensationell. So, schade, dass nicht da steht, wann der Dicke ins Wasser gelassen wird. Also das würde ich auch mal gerne filmen. Vermutlich der letzte Frachter des Tages. Da kam es doch noch mal ein Frachter. Ich habe hier gerade was Schönes entdeckt, aber das sieht vielleicht doch etwas nach privat aus. So, habe ich mein Nachtlager aufgeschlagen. Zum Glück ist hier nur Angeln verboten und mehr nicht. Von Camping war nicht die Rede.